Hallo und willkommen zurück. Hier ist Nikolaus von Jonsson, CEO von SafeCall, Ihrem Sourcing Advisor. Im heutigen Video werden wir über die Cloud sprechen. Das ist, wo alles passiert. Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Im heutigen Video werden wir in dieses Thema einsteigen und über die Entwicklung sprechen, die zur Cloud geführt hat. Ich bin super aufgeregt. Legen wir los. Hier die Themen. Erstens. Was ist ein Rechenzentrum? Erstens, was ist ein Rechenzentrum? Zweitens, private, öffentliche und hybride Cloud. Und drittens, IaaS versus PaaS versus SaaS. Lassen Sie uns zuerst klären, was ein Rechenzentrum ist. Hier eine Wikipedia-Definition. Ein Rechenzentrum ist ein Gebäude oder ein spezieller Raum in einem Gebäude oder einer Gruppe von Gebäuden, in dem Computersysteme und dazugehörige Komponenten wie Telekommunikations- und Speichersysteme untergebracht sind. Es könnte auch ein Haufen Kauderwelsch sein, wenn Sie nicht viel Erfahrung mit Rechenzentren haben oder nichts über Rechenzentren wissen. Lassen Sie mich Ihnen deshalb eine Geschichte von Bob erzählen. Bob ist ein Unternehmer, der ein Café eröffnet. Er beginnt eine Menge Kaffee zu verkaufen, bis zu dem Punkt, an dem er einen Haufen Leute einstellen muss, um sein Café zu betreiben. Er muss in der Lage sein, Kreditkarten zu benutzen, also braucht er ein Verkaufssystem. Er muss in der Lage sein, seine Angestellten zu bezahlen, also braucht er ein Gehaltsabrechnungssystem. Und schließlich muss er auch noch in der Lage sein, das gesamte Inventar im Laden zu sehen, damit er die Dinge effizient verwalten kann. Dafür benötigt er einen POS-Server, einen Point-of-Sale-Server und einen Buchhaltungsserver. Das heißt, 3 physische Server, die zusammen als die grundlegendste Form eines Datacenters betrachtet werden könnten. Nun ist es interessant, was als nächstes passiert. Bob braucht ein Duplikat jedes Servers. Denn was ist, wenn der eine Server, den er für den Betrieb von POS hatte, stirbt? Er muss in der Lage sein, seinen Kunden die Kosten in Rechnung zu stellen. Denn Bob hat es geschafft, dass viele Leute seinen Kaffee kaufen. Also muss er redundante Server haben, um zu verhindern, dass er sein Geschäft aufgeben muss. Ehrlich gesagt, das erhöht nun erheblich seine Kosten. Jetzt, 5 Jahre später, hat Bob 6 Läden und das bedeutet, er bräuchte 6 Server pro Store. Und das wären ziemlich viele bei 6 Geschäften, nämlich 36. Die Kosten der IT-Hardware gehen hoch. Bobs Kosten der IT-Wartung gehen hoch und Bob muss Monate auf seine Hardware-Lieferung warten. Und das ist ziemlich verrückt und macht Bob traurig. Aber Bob hat Glück. Er kann sich virtuelle Server besorgen. In dieser neuen Architektur kann er 3 virtuelle Maschinen auf einem einzigen physischen Server laufen lassen. So, dass er nicht mehr für jede Anwendung einen eigenen Server braucht, sondern verschiedene virtuelle Maschinen auf einem einzigen pro Kaffeelager laufen lassen kann. Das bedeutet, dass er anstelle von 6 Servern jetzt 2 physische Server für die Redundanz einsetzen kann, was den Hardware-Blechhaufen bei ihm erheblich reduziert und Bob eine Menge Geld spart. Jahre später ist Bob wieder ein glücklicher Mensch und betreibt nun eine der größten Kaffeeketten des Landes mit immer mehr Geschäften, die jeden Tag schneller wachsen. Er bekommt jedoch einen Anruf von seinem CTO. Und jetzt passt auf. Bob ist so erfolgreich geworden, dass er sogar einen Chief Technology Officer hat, der ziemlich cool ist. Und dieser CTO schlägt Bob vor, dass er alle physischen Server loswerden und alles in die Cloud verlagern sollte. Der CTO sagt, es ist besser, alle Arbeitslasten in die Cloud zu verlagern. Wir haben ein redundantes SD-WAN-Design im Unternehmen. Wir müssen alle physischen Server loswerden und das wird uns Millionen von Euro sparen über die Jahre. Und lasst uns doch die ganzen eingesparten Investitionen lieber in unser Wachstum investieren. Das ist 10-mal besser.
Aber Bob ist ein wenig verwirrt mit all diesen Schlagwörtern. Also fragt Bob seinen CTO, ob er ihm einmal das Thema Cloud nochmal unterrichten könnte. Lasst uns das machen. Es gibt 2 Dinge, die man verstehen muss, um die Cloud verstanden zu haben. Als erstes Cloud Service Models. Um das zu erklären, starten wir mit dem herkömmlichen On-Site-Model, wo wir alles vor Ort verwalten. Da ist also unser Server, die Vernetzung, die Speicherung und alles wird von uns verwaltet. Die nächste Stufe ist Infrastructure as a Service, IaaS, wo alle roten Elemente, alles was mit dem System zusammenhängt, von einem Drittanbieter verwaltet werden. Einige der großen Anbieter, die als Giganten im IaaS-Bereich gelten, sind Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Plattform. Die Zielgruppe für diese Art von Cloud-Konnektivität sind Systemadministratoren. Die nächste Stufe ist PaaS oder Platform as a Service. Hier können Sie sehen, dass alles, was unter dem Betriebssystem läuft, bis hin zum Networking Stack von einem Dienstanbieter verwaltet wird und wir uns nur um die Daten in den Anwendungen kümmern. Beispiele hierfür wären GitHub, Google Application Engine und Force.com. Das Zielpublikum für diese Plattform sind Entwickler und Softwareingenieure. Und schließlich das ultimative Nirvana SaaS oder Software as a Service. Alles wird vom Anbieter verwaltet. Also die Infrastruktur, die Plattform und die Software, die darauf läuft. Einige Beispiele hierfür sind Cloud-Dienste wie Office 365, Teams, Zoom, Gmail, Salesforce und die Liste geht weiter und weiter. Die Zielgruppe für SaaS ist der Endverbraucher. So gut wie jeder kann SaaS nutzen. Und nun lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf die Cloud-Bereitstellungsmodelle lenken. Es gibt 3 verschiedene Modelle, die ihr verstehen müsst. Das erste Modell ist eine private Cloud. Hier haben wir unsere Server, unsere Switches, unsere Firewalls, unsere Router und all das gute Zeug. Das ist eine private Cloud, die im Grunde genommen unser eigenes Datenzentrum ist. Zweitens, bei der Public Cloud wird es spannend. Hier kommen Unternehmen wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud nun ins Spiel, bei denen wir Server von diesen Anbietern mieten, sodass wir uns nicht mehr um die Stromzufuhr, Kühlung, Hardware und die Kabel kümmern müssen. All das wird nun nämlich von diesen Anbietern verwaltet. Wir verwalten und berühren die physischen Komponenten nicht mehr, sondern kümmern uns nur um die logischen und virtuellen Komponenten, die sich bei diesen öffentlichen Cloud-Anbietern befinden. Die dritte und auch letzte Kategorie ist eine hybride Cloud, also eine Mischung aus privater und Public Cloud. Viele Kunden finden sich in der hybriden Cloud wieder, je nachdem, wie alt ihre Anwendungen sind. Wenn man viele ältere Anwendungen im Application Stack des Unternehmens hat, die man aufgrund guter verschiedener Abhängigkeiten und Gründe nicht in die Cloud verlagern kann, wird man einen Teil des Anwendungsfootprints auf physischen oder virtuellen Servern im eigenen Rechenzentrum aufrechterhalten wollen. Und nur den Rest der Arbeitslasten, die auf neueren Anwendungsarchitekturen basieren, wird man in die Cloud verlagern können. Hier können die Vorteile der Cloud genutzt werden und Applikationen, Serverkapazitäten, Bandbreiten als auch natürlich Netzwerkkapazitäten beliebig und flexibel nach oben oder unten skaliert werden. Je nach Nachfrage und Lastzeiten, komplett gemanagt vom IaaS, PaaS oder SaaS-Anbieter. Das ist der Vorteil der Cloud und rundet das heutige Video ab. Wenn Sie jetzt sofort Geld und Arbeitszeit einsparen möchten, rufen Sie an. Vereinbaren Sie einen Online-Termin oder senden Sie uns eine Mail. Wir freuen uns, Ihnen eine Handvoll der besten Lösungen für Ihr Unternehmen vorzustellen, anstatt Sie mit den vielen unterschiedlichen Ansätzen alleine zu lassen.
Wenn Sie uns jetzt noch Ihren Daumen hoch geben und unseren Kanal abonnieren, verpassen Sie kein Video mehr und wir sehen uns schon bald beim nächsten Film wieder.